Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem TGP Motorracing Kanal. Wie ihr sehen könnt, wir sind in Misano zur World Superbike. Wir haben hier Pässe bekommen, wo wir überall hin können. Also wir können in die Startaufstellung morgen, wir können überall, wir können in die Boxen hin, wir können den kompletten Fahrerlager uns bewegen. Es wird so geil. Wir können sogar auf die Strecke und dort geilen Content produzieren. Genau, heute ist der Freitag, heute sind nur Trainings angesagt. Das heißt, wir nutzen die Gelegenheit, schauen uns alles mal an. Wir haben hier auf der rechten Seite das erste Women's Race überhaupt, was stattfinden wird. Da schauen wir uns später mal die Fahrer und die Bikes an. Genau, sonst hier Merchandise-Stand, das schauen wir uns alles heute in Ruhe an, weil heute haben wir Zeit und morgen sind dann die Rennen. Ich würde sagen, viel Spaß beim Video und wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. Also bevor wir uns jetzt das ganze Fahrerlager anschauen, schauen wir erstmal auf den Track. Wir müssen uns selber mal gerade ein bisschen zurechtfinden. Jetzt sind wir hier im Fotoshuttle direkt von der Superbike und fahren jetzt hier durch die ganzen Leute durch und kommen jetzt gleich auf die Strecke. Da schauen wir uns jetzt gleich mal die 600er an und danach werden wir auf jeden Fall mal durchs Fahrerlager durchgehen und euch hier das Ganze zeigen. Aber jetzt würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn wir angekommen sind. Wir haben dem Fahrer jetzt gesagt, wir fahren zu Curvone. Das ist die schnellste Kurve hier auf der Strecke. Wir sind jetzt hier bei La Quercia, glaube ich, heißt die Kurve. Der Fahrer hat uns leider falsch verstanden, aber es ist besser als erwartet. Die Fahrer fahren hier, er hat mich angeschaut, die Fahrer fahren hier direkt close vorbei. Schaut euch das mal an. Adrian Huertas. Wunderschöner Sound, ich hoffe, ihr genießt den Sound auch. Wir erklären euch gleich, warum wir nicht die ganze Track-Action filmen können. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier noch das freie Training an und dann gebe ich euch gleich Bescheid. Marcel Schröter aus Deutschland. Nice. Wir sind wieder zurück in der Boxenanlage. Zur kurzen Erklärung. Wir dürfen leider keine Track-Action an sich filmen. Das heißt, wir können keine Slow-Motion-Shots machen oder auch von den Rennen dürfen wir natürlich nicht diese Sachen teilen. Also unter Renn-Action zählt eigentlich alles, egal welche Kategorie, alles, was halt auf der Strecke stattfindet. Sowas, was ihr zum Beispiel vorher gesehen habt, wo ich zum Hintergrund ein bisschen zu sehen bin, ist noch in Ordnung. Wir können auch in der Startaufstellung dann morgen und sowas ein bisschen filmen, ich kann ein bisschen was erklären, aber wir dürfen nicht zeigen, was halt ein offizieller Fernsehsender auch zeigt, sondern halt ein bisschen behind the scenes. Aber wir kriegen gerade morgen bei den Rennen die Highlights auch zugespielt. Das heißt, wir können uns auch morgen die Highlights dann vom Rennen ein bisschen anschauen, beziehungsweise wir werden auch selber zuschauen. Und wenn da vielleicht was passiert, können wir das auch noch mit deren Fernsehbildern dann einblenden, was vielleicht auch interessant sein könnte. So, wir gehen jetzt essen. Wir sind bei der Go11 Hospitality, da könnte ich euch auch gleich mal noch mitnehmen und euch das zeigen, wie das da ab. Und später haben wir auf jeden Fall noch ein Interview bei den Ladies, und zwar mit der Lucy, ist eine deutsche Fahrerin. Genau, da könnt ihr auf jeden Fall noch gespannt sein. Und wir werden auch beim Aprilia RS660 Cup noch mal kurz vorbeischauen und dort eine komplette Session miterleben. Das heißt, wie läuft es da ab mit den Fahrern? Vielleicht würden wir auch die Fahrer ein bisschen was fragen. Genau, da dürft ihr euch auf jeden Fall freuen. Jetzt geht es aber erstmal hier was snacken. Ich habe nämlich richtig Hunger. Wir können zum Beispiel hier mal die Hospitality von Aruba Ducati sehen. Wie ihr sehen könnt, die haben da schon ein bisschen was aufgefahren. Aber, das kann nur mein Kameramann bezeugen, Kawasaki ist auf ein bisschen anderen Level unterwegs. Das schauen wir aber gleich an. Wir gehen jetzt hier vorne zu Go11. Das müsste da vorne auch die Hospitality sein. Die ist aber auch nicht schlecht. Ja, genau. Hoffe ich zumindest. Rechts von uns zum Beispiel die Mark VDS Hospitality. Sieht auch übel clean aus, auch mit diesen getönten Scheiben. Weiß nicht, ob man das gesehen hat. Sieht aber richtig geil aus. Also hier ist unsere Hospitality von Team Go11, wo auch Andrea Iannone zum Beispiel fährt. Da können wir, oh, das sieht aus, wie wenn man bei einem Fahrer reingeht. Richtig geil hier mit dieser Pitwall. So, jetzt kommt rein, wir gehen was essen. Also danke an das Go11-Team hier fürs Essen, war auf jeden Fall super lecker. Wir haben beim Essen gerade schon gesehen, da stehen zwei ganz coole Bikes. Einmal eine aufgebaute Ducati Panigale V4R und einmal ja, vom King of Baggers aus der AMA, also aus der amerikanischen Meisterschaft. Hier so ein Bagger, also so ein Umbau. Richtig crazy. Ihr müsst euch auch mal das Carbon anschauen. Das ist mit so einer blauen Faser. Ich hoffe, man kann es auf dem Video ganz gut erkennen. Sieht auf jeden Fall richtig fancy aus. Und auch wenn ihr euch mal den Tank zum Beispiel anschaut, hier komplett spezielle Form oder auch hier das Gefräste. Also wirklich crazy Bike. 10C Bremspumpe drauf, Brembo-Sättel. Also wirklich crazy das Bike. Und auch hier nochmal im Go11 Design. Einfach eine aufgebaute Ducati Panigale V4R. Kann sogar sein, dass es von Iannone das Trainingsbike ist. Ist aber kein Superbike. Aber hier auch mit der Scooterbremse. Auf jeden Fall auch sehr schönes Bike.
und auch dieses Gelb, wunderschön. Ich hoffe, wir können auch später nochmal im Detail auf die Superbike-Maschinen eingehen. Da werden wir auch gleich dann nochmal, wenn die Superbike dran ist, das ist ungefähr eine Stunde, in die Boxanlage gehen, die Sounds und sowas anhören. Aber jetzt gehen wir erstmal zu den Mädels, weil wir haben nämlich ein Interview mit der Lucy. Währenddessen hier die Victory Lane aufgebaut wird. Die Victory Lane ist ja folgendes: Bei der Superbike kommen die Fahrer dann hier, wenn sie gewonnen haben, beziehungsweise erster, zweiter und dritter, kommen dann hier rein und fahren diese Victory Lane entlang auf die Podiumsshow. Richtig geil, das sehen wir wahrscheinlich dann morgen in den Races, aber jetzt gehen wir hier hinten rein und zwar ins Women's Race Paddock, beziehungsweise hier vom Women's Circuit Racing World Championship. WCRCW, glaube ich, irgendwie so ist die Abkürzung. Also ein bisschen kompliziert, ist noch ein bisschen neu für mich, aber wird es, denke ich, bald drin sein. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die Lucy finden. Hier sind schon einige Fahrer, schauen wir mal. Die schauen wahrscheinlich auch gerade alle das Rennen zu, oder ich weiß gerade nicht, was hier passiert. Die kriegen gerade hier eine Instruction. Dann müssen wir kurz warten, bis fertig ist und dann schauen wir, dass wir uns die Lucy schnappen für ein Interview. Die Lucy ist gerade noch im Gespräch, aber wir können noch mal ganz kurz durchs Paddock hier durchgehen. Hier haben wir gerade auf jeden Fall freie Sicht auf die Bikes. Sind alles Yamaha R7 Bikes, die halt umgebaut sind mit Rennverkleidung, Auspuff, Fahrwerk müsste ich mal schauen, ich glaube sogar serienmäßig, beziehungsweise ein paar haben hinten ein Federbein drin. Da können wir vielleicht mal die Lucy fragen, was generell die Regularien hier sind von dem Ganzen. Das weiß ich nämlich selber noch gar nicht. Genau, aber es ist relativ klein gehalten. Also ich würde sagen, generell so auf 20 Meter ungefähr sind hier alle Fahrerinnen. Aber man muss sagen, es sind einige Fahrerinnen am Start. Ich habe mir vorher auf jeden Fall auch ein paar freie Trainings angeschaut und man muss sagen, es ist ein competitive Field, also die sind alle zeitentechnisch relativ close zusammen, was natürlich dann auch für morgen heißt, dass wir vielleicht ein spannendes Rennen sehen. Das sehen wir aber morgen. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, ob die Lucy Zeit hat. Die steht auf jeden Fall schon und spricht mit keinem. Dann schauen wir mal kurz. Die Lucy ist gerade noch im Interview, das heißt, wir gehen jetzt erstmal zur Superbike und hören uns da die Bikes an. Vielleicht hört es im Hintergrund schon. Wir hören schon einige Bikes zum Aufwärmen. Da dürft ihr euch jetzt freuen auf geilen Sound. Wir sind in der Boxenanlage. Hier das Bike vom Bulliger. Wir haben schnell das Mikrofon geswitcht, damit ihr ein bisschen besseren Sound habt. Jetzt hört ihr mich zwar nicht mehr so gut, aber ihr hört die Bikes dafür. Schauen wir gleich nochmal nach vorne. Jetzt haben wir gerade die Ducati von Bulliger gehört. Wir schauen, dass wir vielleicht vorne BMW oder Yamaha oder so noch drauf bekommen. Kommt schon. Wenn der Kameramann sich mal kurz hier rüber stellt, jetzt kriegt der Kameramann auch die schöne Luft ab und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, es riecht einfach nach Minze. Es ist wie Gummibärchen, so Gummibärchen mit Minzegeruch. Richtig geil. Wir haben jetzt noch 5 Minuten, bis die Pitlane aufmacht. Die Bikes sind alle warm gelaufen. Wir werden jetzt hier ganz vorne stehen bei den ersten Boxen. Hier sind wir bei Toprak. Wir filmen jetzt für euch mal ein bisschen mit, wie das hier abläuft, wie die dann starten. Ihr könnt euch auch gleich mal, der Kameramann wird euch gleich mal ein bisschen einblenden. Hier von Toprak, wie er da sitzt, wie er sich ready macht. Ihr werdet es jetzt gleich sehen. Enjoyt einfach. Ich hoffe, ich kann euch so gut mitnehmen, wie ich es jetzt hier erlebe. Das ist wirklich special. Also hier haben wir zum Beispiel jetzt den Typen vom Technical Check und ihr seht, er wird jetzt da was kontrollieren, wahrscheinlich halt, ob die Reifensticker auch drauf sind. Ich
Ich weiß nicht, welche Regularien da noch kontrolliert werden. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Schaut gut aus, ist approved. Das heißt, Toprak kann jetzt auch gleich rausgehen. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, wie Toprak aufsteigt. Und schaut euch einfach mal dieses schöne Motorrad an. Auch mit den Carbon-Teilen. Wunderschön. Hier drüben wird auch gerade noch vorbereitet. Reifen wird reingesteckt von Michael Vandermark. Er ist schon fertig und jetzt geht's gleich los. Wie ihr sehen könnt. Die ersten Fahrer gehen raus. Hier, schau wie der geht jetzt gerade raus. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Hier kommt Axel noch an. Haben wir das gehört? Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Wenn nicht, bitte nur Verzeihung. Andrea hier. So, wir hören uns jetzt gleich mal ganz kurz den Sound an, wenn die hier vorbeikommen, beziehungsweise ihr seht da meine Reaction. Ne? So, die ersten Fahrer kommen und jetzt hört euch einfach den Sound an. Das ist ja wirklich krank. Ich wünsche, ich könnte euch das zeigen, ist wirklich insane. Also es ist geisteskrank. Auch wie die hier anbremsen. Das Hinterrad geht in die Luft. Es ist insane, es ist wirklich krass. Ika Licona war davor. Der hat einen Stoppie hingelegt. Also wenn ich da so einbiegen würde, dann würde ich wahrscheinlich irgendwo in Rimini unten dann am Strand landen. Das ist wirklich auf höchstem Niveau, was wir machen. Wir waren jetzt gerade wieder auf dem Weg nach hinten, um zu den Ducati-Boxen zu kommen. Jetzt sind wir aber hier ganz kurz bei MV Agusta. Die Supersportklasse kommt jetzt direkt nach der Superbike. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel das MV Agusta-Team mit Bahattin Sofoglou. Und Bahattin sitzt jetzt gerade auf dem Bike und die nehmen jetzt gerade ein paar Änderungen vor mit den Lenkern und mit der Sitzposition. Das heißt, so ungefähr in einer Stunde fahren die raus. Und die bearbeiten jetzt mit dem Team im Prinzip, so wie das jetzt hier gerade ausschaut, eben die Lenkerposition, wie es halt dann eben für den Bahattin passt. Auf jeden Fall auch mal interessant zu sehen, wie sowas hinter den Kulissen natürlich ausschaut. Das ist natürlich sowas, was ihr nicht im Fernsehen seht, jetzt gerade die Anpassungen. Der Fahrer sitzt ohne Lederkombi auf dem Bike und testet jetzt einfach mal hier sein Gefühl. Wenn ihr mal kurz auf die rechte Seite mitkommt, dann könnt ihr sehen, dass Bahattin auch auf der linken Seite eine Daumenbremse montiert hat. Das heißt, da wo sein Daumen gerade zu sehen ist, hat er eben eine Daumenbremse, wo er die Hinterradbremse betätigen kann. Ich hoffe, man kann es auf dem Video ganz gut erkennen. Wenn nicht, zoome ich es auch nachträglich gerne noch mal ran. Ist auf jeden Fall nicht so schlimm. Vorher habe ich da kurz hier gestanden, habe ich gesehen, dass Toprak gestürzt ist. Und jetzt seht ihr auch gleich mal die Maschine, wie sie hier vorbeirollt. Sie ist leider ein bisschen kaputt. Müssen wir kurz auf die Seite gehen. Aber der Kameramann schaut, dass hier vor euch einen guten Shot einfängt. Also nicht allzu viel kaputt. Die paar Carbon-Teile kann man auf jeden Fall reparieren. Es sind jetzt noch 11 Minuten und das sollte man vielleicht noch schaffen. Toprak ist immer noch auf 1, aber ich denke in 11 Minuten sollten die das Bike auf jeden Fall wieder ready haben. Ich gebe denen 5 Minuten und dann geht der Toprak bestimmt noch mal raus. Also der Crew Chief hier von Alvaro Bautista. Da vorne kommt auch Alvaro schon. Genau, wir müssen hier ein bisschen Platz machen. Alvaro Bautista, der aktuelle Weltmeister hier, gerade vom freien Training reingekommen. Und habt ihr dieses Rot gesehen von diesem Motorrad? Wunderschön. Also ihr wisst ja, mein Herz schlägt ein bisschen für Ducati. Kombination von diesem Dunkelrot und diesem Neonrot. Ein Traum. Hier sieht der Nicolo Bulliger. Er ist so nah dran. Wir könnten ihm eigentlich so auf den Rücken, so Huckepack-mäßig draufspringen.
Also hier mal kleine Insights. Die wechseln jetzt gerade nochmal den Vorderreifen. Hinterreifen bleibt drauf. Da habe ich aber gesehen, waren ein paar Kiesspuren drin. Also ich habe leider nicht auf dem Fenstersignal gesehen, was passiert ist. Aber ich glaube, er ist nicht gestürzt, sondern einfach nur rausgefahren. Also ins Kies gefahren. Und jetzt könnt ihr euch einfach mal den Ablauf hier vom Team anschauen. Ich versuche mal für euch auf die rechte Seite zu gehen, damit ich mal sehe, was ich gerade mache. Aber ich glaube, es wurde nur der Vorderreifen jetzt gewechselt, sonst gar nichts. Okay, es schaut aus, als würde er gleich wieder rausfahren. Das heißt, kurz der Vorderreifen gewechselt und jetzt geht es gleich schon wieder auf die Strecke. Was sind das hier für Aufnahmen, die wir machen? Oh mein Gott, wir sind ja wirklich, also wir waren so nah dran, das ist ja krank. Also 7 Minuten jetzt noch im freien Training. Wir gehen jetzt noch mal ganz nach vorne und schauen, ob Toprak sein Bike schon fertig wird. Auf dem Monitor sehe ich auf jeden Fall noch, dass er nicht fährt. Das heißt, die reparieren wahrscheinlich noch sein Bike. Währenddessen hier aber Rally Gardner, Yamaha R1. Ich filme euch den Sound mal ein bisschen mit. Hört sich auch nicht schlecht an. Hinter meinem Kameramann Bradley Ray. Es geht komplett ab hier gerade. Also, was hier gerade passiert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal Rennsprit gerochen habt. Aber dieser Rennsprit riecht so nach Gummibärchen und es riecht so geil. Es ist, also wenn ihr mal Rennsprit riechen könnt, macht es auf jeden Fall. Also, es sind noch 3 Minuten und wie ihr sehen könnt, die Tür von Toprak ist geschlossen. Das heißt, das Bike wird wahrscheinlich nicht mehr fertig. Michael van der Mark fährt aber noch. Da schauen wir jetzt gleich, wenn er reinkommt. Ja, tut mir leid, konnte ich euch leider keinen Shot mehr zeigen, aber es ist natürlich auch verständlich, dass das Team dir das Tor zumacht. Also die Session ist auf jeden Fall zu Ende. Ich kann so ein bisschen in die Box reinsehen und ich kann auf jeden Fall sagen, dass Toprak definitiv nicht mehr fahren wird. Also das Bike ist komplett zerlegt. Aber jetzt warten wir noch kurz auf Michael van der Mark, der jetzt hier gleich noch kommen wird. Dann kriegt ihr von dem noch einen schönen Shot und dann geht's zum Interview mit der Lucy. Noch ganz kurz hier vorne zur Honda. Der Kameramann muss schnell mitkommen. Da können wir uns auch noch mal ganz kurz die Honda anschauen hier. Schaut euch mal die beschichteten Gabelrohre an, das vorne, wie das Türkis glänzt. Gleich, glaube ich, sieht man es auch noch mal in der Sonne. Jetzt, glaube ich, kriegt man es ganz gut drauf. Vorne, hier an der Gabel. Dieses Türkise, die Farbe ist so schön. Die Honda ist auch sehr, sehr schön. So, ich weiß jetzt gar nicht das Ergebnis tatsächlich vom freien Training, aber auch nicht so schlimm. Ich hoffe, wir können jetzt hier uns noch mal ganz kurz das Bike anschauen. Die Gelegenheit müssen wir vielleicht kurz nutzen. Also da könnt ihr jetzt gleich noch mal kurz das beschichtete Gabelrohr sehen. Schaut euch das mal an. Was für eine geile Farbe das hat. Ich versuche die ganze Zeit jemanden zu finden, der das machen kann, aber in Deutschland gibt es gefühlt keinen, der diese Farbe auch hinkriegt. So, jetzt müssen wir hier weg. Das Honda-Team räumt jetzt die Honda hier auch von Ilkka Liikona auf. Wunderschönes Bike, wirklich. Ja, schade, dass die Honda noch nicht so funktioniert, wie sie wohl funktionieren soll. Ich hoffe, die kriegen es auf jeden Fall hin, weil optisch ist sie wirklich wunderschön. Auch mit den Carbon-Teilen und so. Es sieht auch in Live so geil aus. Ich hoffe wirklich, wir kriegen das hier mit den Aufnahmen so rüber, wie es ist. Ich hoffe,
Ja, man sieht es vielleicht nicht, aber ich habe auch wirklich ein bisschen Gänsehaut. Manchmal selber, wenn ich rede, dann kriege ich aber Gänsehaut, weil es hier so geil ist. Was? Jetzt geht's ab zu Lucy.